Du lernst viele neue Wörter, aber du vergisst sie sofort wieder? Ich verrate dir, wie sie endlich in deinem Kopf bleiben. Viele Deutschlernende haben das gleiche Problem. Sie lernen viele Wörter, aber sie können sie nicht behalten. Kennst du das auch? Von 10 neuen Wörtern bleibt oft nur 1 im Kopf. Warum ist das so? Was machst du falsch? Und wie kannst du das ändern? Heute zeige ich dir das größte Geheimnis beim Deutschlernen. Du wirst lernen, wie du dir neue Wörter merkst und sie nicht mehr vergisst. Bist du bereit? Dann lass uns anfangen. Fehler 1. Du lernst Wörter ohne Zusammenhang. Jetzt mal ehrlich, wer hat nicht schon fleißig sein Vokabelheft gefüllt? Links das deutsche Wort, rechts die Übersetzung. Alles schön ordentlich, sauber, fast perfekt. Du fühlst dich fleißig und diszipliniert. Aber bringt dich das wirklich weiter? Die ehrliche Antwort ist nein. Wörter ohne Zusammenhang zu lernen, ist wie Wasser in die Hände zu nehmen. Du hältst es kurz fest, aber es läuft sofort wieder weg. Dein Gehirn braucht mehr. Es braucht Leben, Bewegung, Farbe, Bilder. Es braucht Geschichten. Nur dann bleibt das Wort. Unser Gehirn ist wie ein neugieriges Kind. Es merkt sich, was interessant, emotional oder lustig ist. Deshalb ist Lösung Nummer 1 so wichtig. Schreib immer ein Beispiel dazu. Mach aus einem Wort eine kleine Geschichte. Erfinde deinen eigenen Satz. Zum Beispiel, ich trinke morgens Kaffee. Oder, mein Hund schläft auf dem Sofa. Wenn du das Wort Hund lernst, siehst du dann dein Tier vor dir. Dein Gehirn liebt solche Bilder. Es speichert sie ohne Mühe. Wenn du keine Idee hast, schau online nach Beispielen. Aber kopiere sie nicht einfach. Schreib sie um. Mach sie zu deinen eigenen. Das ist wie beim Kochen. Du kannst das Rezept lesen, aber erst wenn du selbst rührst, schmeckt es wirklich. Dein Vokabelheft sollte lebendig sein. Nicht nur Spalten und Wörter, sondern Sätze, Farben, kleine Zeichnungen. Male Symbole, nutze Marker, mach es bunt. So aktivierst du dein Gedächtnis auf mehreren Ebenen. Je mehr Sinne du nutzt, desto besser erinnerst du dich. Wenn du dich wirklich anstrengst, bleibt das Wort hängen. Sich ins Zeug legen heißt, sich Mühe geben. Und genau das ist dein Schlüssel zum Erfolg. Mach dein Lernen persönlich. Mach es zu deinem Projekt. Dann wirst du sehen, wie anders sich Deutsch anfühlen kann. Schreib mir in die Kommentare, wie dein Vokabelheft aussieht. Ist es bunt, kreativ oder noch leer? Fang heute an, es mit Leben zu füllen. In meinen Deutschkursen lernst du Wörter, die du wirklich im Alltag brauchst. Es gibt A2, B1, B2 und C1. Du kannst dir ein eigenes Heft nur für meine Kurse machen. Und am Ende wirst du sehen, wie viel du gelernt hast. Nicht nur im Kopf, sondern im Gefühl. Fehler 2. Du machst keine Wiederholungen. Du lernst ein Wort, aber du wiederholst es nie. Du liest es, schreibst es, sagst es einmal laut und dann verschwindet es. Du denkst vielleicht einmal richtig gelernt reicht. Aber das stimmt nicht. Wenn du nicht wiederholst, vergisst dein Gehirn das Wort schnell wieder. Es löscht, was es nicht braucht. Und ein Wort, das du nie benutzt,
sieht dein Gehirn als nicht wichtig. Es schiebt es einfach weg. Deshalb ist Wiederholung keine Option, sie ist Pflicht. Dein Gehirn liebt Wiederholungen, aber sie müssen zur richtigen Zeit kommen. Immer dann, wenn du das Wort fast vergessen würdest, musst du es wiederholen. Genau dann wird das Gedächtnis stärker. Lösung Nummer 2. Wiederhole regelmäßig, aber mit System. Hier ist ein einfacher Plan, der wirklich funktioniert. Wiederhole das Wort am nächsten Tag, nach 3 Tagen, nach einer Woche und nach einem Monat. Das ist die sogenannte magische Wiederholung. So kann dein Gehirn das Wort langsam ins Langzeitgedächtnis übertragen. Wenn du ein Wort oft wiederholst, fühlt es sich bald vertraut an. Es wird Teil deines Denkens. Du musst nicht nachdenken, du sagst es einfach. Du kannst eine App benutzen, die dich daran erinnert, oder du machst es ganz klassisch, mit einem Heft, einem Kalender oder Karteikarten. Schreib das Datum dazu, hake ab, wenn du das Wort wiederholt hast. Wichtig ist nur, dass du dran bleibst. Wortschatz lernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Du gewinnst nicht durch Tempo, sondern durch Ausdauer. Jeden Tag ein bisschen, Schritt für Schritt. Stell dir vor, du gießt eine Pflanze. Wenn du sie nur einmal gießt, stirbt sie. Wenn du sie regelmäßig gießt, wächst sie. Genau so funktioniert dein Wortschatz. Gib deinen Wörtern Wasser durch Wiederholung. So wächst dein Deutsch. Auch ab jetzt wiederholst du neue Wörter regelmäßig. Mach es zu deiner Routine. 5 Minuten am Tag reichen. Du wirst staunen, wie viel du dir plötzlich merken kannst. Versprochen? Fehler 3. Du lernst zu viele Wörter auf einmal. Du willst 20, 30 oder sogar 50 Wörter am Tag lernen, weil du denkst, so kommst du schneller ans Ziel. Das klingt motiviert und ehrgeizig, aber in Wahrheit bringt es dich kaum weiter. Es ist, als würdest du versuchen, einen ganzen Berg auf einmal zu essen. Dein Gehirn kann das einfach nicht verdauen. Für die Katz sein bedeutet, dass etwas umsonst ist. Und genau das passiert, wenn du zu viel auf einmal lernst. Dein Gehirn braucht Zeit, um neue Wörter zu speichern, zu sortieren und zu verbinden. Wenn du es überforderst, vergisst du am Ende fast alles. Deshalb mein Tipp: Lerne weniger Wörter, aber lerne sie wirklich gut. Qualität statt Quantität. 5 bis 10 Wörter am Tag reichen völlig, wenn du sie mit Gefühl, mit Beispielen und mit Wiederholungen lernst. So gibst du deinem Gehirn die Chance, sie wirklich zu behalten. Es ist wie beim Sport. Du wirst nicht stark, wenn du an einem Tag 10 Stunden trainierst. Du wirst stark, wenn du regelmäßig übst. Sprache funktioniert genauso. Je öfter du kleine, klare Wiederholungen machst, desto stabiler wird dein Wissen. Mein Vorschlag ist einfach: Lerne intensiv, nicht schnell. Mach aus jedem Wort ein Erlebnis. Bau es in einen Satz, sprich es laut, wiederhole es im Alltag. Vielleicht schreibst du es auf einen Zettel oder sagst es laut beim Kochen. Wichtig ist, dass du es benutzt, so bleibt es in deinem Gedächtnis. Wie man sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Auch kleine Erfolge bringen dich weiter. 5 Wörter pro Tag sind 150 im Monat. Das sind 1800 Wörter im Jahr. Das ist eine ganze Welt an Ausdruck.
Auch denk immer daran, kleine Schritte führen zum Ziel. Du brauchst keine Eile, du brauchst Geduld und Beständigkeit. Wie viele Wörter lernst du am Tag? Schreib es in die Kommentare und sieh, wie sich dein Lernen verändert, wenn du weniger, aber besser lernst. Fehler 4. Du lernst ohne Gefühle. Stell dir vor, du liest ein neues Wort, du verstehst es, du schreibst es auf und wiederholst es ein paar Mal. Nach ein paar Tagen ist es trotzdem weg. Warum? Weil das Wort für dich nichts bedeutet. Es ist leer, kalt, ohne Leben. Wörter, die keine Emotionen auslösen, verschwinden schnell wieder. Dein Gehirn speichert, was Gefühle weckt. Es liebt Geschichten, Überraschungen, Humor, alles, was dich berührt oder zum Lachen bringt. Wenn du ein Wort nur mechanisch lernst, bleibt es kurz im Kopf und verschwindet dann. Lösung Nummer 4. Mach das Wort persönlich. Gib ihm Bedeutung. Gib ihm Gefühl. Stell dir Bilder oder Situationen vor, die du mit dem Wort verbindest. Zum Beispiel das Wort gruselig. Du kannst an den Dachboden deiner Oma denken oder an einen alten Horrorfilm. Je lebendiger das Bild, desto stärker bleibt das Wort. Gruselig bedeutet, dass etwas Angst macht oder unheimlich wirkt. Du kannst auch mit Humor lernen. Erfinde verrückte oder lustige Bilder. Je schräger, desto besser. Schräg heißt ungewöhnlich oder seltsam. Stell dir vor, das Wort gruselig kriecht langsam an deiner Wand hoch. Du willst es wegwischen, aber es kommt wieder. Das ist gruselig. Du kannst neue Wörter auch bewerten. Schön, schwierig, witzig oder praktisch. So denkst du länger über das Wort nach und merkst es dir besser. Wenn du ein Wort beschreibst, machst du es lebendig. So wird aus einem fremden Wort dein eigenes. Lernen ohne Gefühle ist wie Essen ohne Geschmack. Wenn du willst, dass ein Wort bleibt, musst du es fühlen. Gibt es ein Wort, das du mit einem Gefühl verbindest? Schreib dein Beispiel in die Kommentare und spür, wie stark Emotion beim Lernen hilft. Fehler Nummer 5. Du verwendest die Wörter nicht aktiv. Das ist oft der häufigste und auch ein sehr schwerer Fehler. Viele lernen Wörter nur passiv. Sie benutzen sie nicht wirklich. Kennst du das? Du lernst ein Wort. Du liest es. Du schreibst es ins Heft. Oder du übst es in einer App. Doch du sprichst es nie laut. Du nutzt es nie im Satz. Du erzählst damit niemandem etwas. Genau dort liegt das Problem. Das Gehirn speichert aktive Wörter besser. Es behält nicht nur erkannte Wörter, sondern gebrauchte Wörter. Ein passiv bekanntes Wort ist wie ein stiller Zuschauer. Du weißt, dass er da ist, du redest aber nie mit ihm. Irgendwann ist er weg. Lösung Nummer 5. Verwende das neue Wort sofort. Am besten noch am selben Tag. Je früher, desto besser. Nutze ein Selbstgespräch. Sprich mit dir selbst. Ja, wirklich. Zum Beispiel beim Kochen oder beim Spazierengehen. Was bedeutet verzichten? Ich verzichte heute auf Zucker. Ich sage Nein zu Zucker. Verzichten auf nimmt den Akkusativ. Es bedeutet, zu etwas Nein zu sagen. Es bedeutet, etwas nicht zu tun. Nutze das Wort auch im Chat. Schreib einer Freundin. Schreib einer Person, die Deutsch lernt.
oder schreib an dich selbst. Baue das neue Wort bewusst ein. Ich bin beim Weinabend nicht dabei. Du weißt es schon, ich verzichte seit Wochen auf Alkohol. Eine kurze Notiz hilft auch. Ein kleiner Tagebucheintrag ist super. Schreibe 1 bis 2 Sätze. Nutze das neue Wort darin. Es muss kein langer Text sein. Wichtig ist dein eigener Satz. Liebes Tagebuch, heute verzichte ich auf meinen Kaffee. Probiere es jetzt direkt aus. Halte das Video kurz an. Mache eine kleine Pause. Suche dir ein deutsches Wort aus. Schreibe dazu einen kurzen Kommentar. Ich freue mich über viele Beispiele. Eine weitere Idee sind Klebezettel. Nutze Zettel in deiner Wohnung. Klebe Zettel an den Spiegel. Klebe Zettel an die Kaffeemaschine. Klebe Zettel an den Kühlschrank. Schreibe besser ganze Sätze darauf. Schreibe nicht nur ein Wort. Klebe an den Kühlschrank. Diese Woche verzichte ich auf Schokolade. Zack. Warum ist das so wichtig? Aktive Nutzung verändert etwas Entscheidendes. Du verknüpfst das Wort mit deinem Leben. Du verknüpfst es mit deinen Gedanken. Du verknüpfst es mit deinen Gefühlen. Das macht den Unterschied. Das Wort wird Teil deiner Sprachwelt. Es bleibt nicht nur im Heft. Das probierst du jetzt aus. Abgemacht. Heute haben wir 5 typische Fehler gesehen. Viele machen diese Fehler beim Vokabellernen. Wir haben passende Lösungen gefunden. Jetzt mal ehrlich, du hast heute viel gelernt. Welche Tipps setzt du um? Welche Tipps probierst du aus? Schreib es bitte in die Kommentare. Denk an das gratis PDF. Du kannst es unter dem Video laden. Hast du heute etwas Wichtiges gelernt? Dann abonniere gern meinen Kanal. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich sehr. Schau meine Videos regelmäßig. So bleibst du motiviert. So bleibst du inspiriert. Denk immer daran. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur dranbleiben. Schritt für Schritt. Wort für Wort. Mach es gut. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lernen. Tschüss.